Ja, Tag Freunde, eben noch in Halifax am Halifaxen machen und heute schon im Nordatlantik. Vorweg erstmal schönen Dank für die Anteilnahme, kann man schon fast sagen, auf meinen letzten Post. Ja, war ja kein Video, war ja nur ein Post, ja, aber haben sich ja hunderte Leute gemeldet. Vielen Dank dafür, sehr schön. Ja, die Reise geht zu Ende, es ist wie es ist. Ja. Wo sind wir genau? Hier gucken wir einfach mal rum hier. Wir sind im Nordatlantik. Ja, es sind 2000 Kilometer bis zur Küste von Neufundland. 2000 Kilometer ungefähr bis zur irischen Westküste. Und was hätten wir noch für ein Benchmark? Ja, das nächste Stück Land wäre hier, ja, 1800 Kilometer entfernt, die Azoren. Ja, also will nur sagen, Schwimmen lohnt nicht, ja, Rudern eigentlich auch nicht. Also da kommt lange nichts. Ja. Aber deshalb bin ich ja hier, damit da auch mal lange nichts ist. Ja, habe ich endlich mal meine Ruhe. Ja. Ansonsten sind wir auf der Atlantic Star. Atlantic Star ist ein Coro-Liner. Also Coro im Sinne von Container und Roll-on, Roll-off in einem. Liner heißt es, ist ein Linienschiff quasi, fährt hier auf und ab die ganze Zeit, immer über den Atlantik, immer über den Nordatlantik. Ja, soweit so gut. Wir sind hier oben im Oberdeck. Ich muss ein bisschen kurz fassen, weil das Radar läuft. Ich hoffe, das stört das Bild nicht. Ja, ansonsten 23 Mann Besatzung. Ja, die meisten davon sind Filipinos. Gerade eben haben wir ein paar drüben basteln sehen. 17 von den 23, glaube ich, sind Filipinos. Dann der Captain ist Bulgare. Ich hier, der Oberheini, bin hier natürlich, bin Deutscher, ne? Und ansonsten gibt es noch ein paar Bulgaren, noch einen Russen und einen Engländer. Also es ist eine gemischte Crew, es ist quasi das Paradebeispiel eines globalen Arbeitsplatzes, wenn man so will. Ja? Hier kommt alles irgendwie von überall her. Ne? Das Einzige, was aus Deutschland kommt, ist der Orangensaft beim Frühstück. Ne? Ansonsten Marmelade kommt aus Ägypten und die Fanta aus Südafrika. Ja, so ist das eben, ne? Ein echt globaler Arbeitsplatz. Aber ganz schön hier, sehr nette Crew, muss ich sagen. Haben super Kabine, gleich hier unten drunter auch. Im Grunde ziemlich so wie im Wohnheim damals, im Studentenwohnheim. Sehr schön. Ja? Hier sieht man die Container da unten, die werden hier alle so reingeschoben in diese Schächte da, ne? Also kommt der Kran, dann macht er einfach klonk, klonk, klonk und dann sitzen sie da alle drin. Und der Bus, bei dem war ich gerade, der ist da unten drunter, unter den Containern, da ist nämlich das Cargo-Deck und da habe ich gerade mal nicht nur nach dem Motor geguckt hier im Engine Room, sondern auch nach dem Bus und er macht eigentlich einen ganz zufriedenen Eindruck, ne? So wie der da unten steht. Ja, ja, so dümpeln wir sie so gemütlich vor uns hin, 30 km/h. Was kann man noch so machen hier? Fitnessraum gibt's, Sauna. Ne, ein Aufenthaltsraum mit DVD, Playstation und weiß der Geier. Aber ja, am besten ist eigentlich, man bringt die Zeit hier mit Mampfen zu. Ne? Also Essen ist ausgezeichnet. Das ist nicht nur so eine Legende, sondern das Essen auf dem Schiff ist scheinbar wirklich gut. Ne? Und hier ist auch so, also ich kann echt nicht meckern, ich habe schon richtig reingehauen. Da oben wird so ein bisschen rumgebastelt, ne? Sind die Jungs am Reparieren und irgendwie irgendwas zusammenkloppen halt. Ne? Müssen wir auch die Zeit irgendwie rumkriegen. Na, die sind natürlich am Arbeiten hier. Und ich bin hier nur so Spaßpassagier. Auf mich sind die eigentlich, ja, sind schon vorbereitet. Ne? Aber es ist ja kein Passagierschiff, sondern es ist ein Arbeitsschiff, ein Containerschiff, ein Frachtschiff. Ne? Und ja, so kann man die Zeit hier schön ins Land gehen lassen. Heute ist auch schönes Wetter. Und bis gestern war Nebel die ganze Zeit. Ne? Ja, ansonsten hier an Deck. Ja, was kann man machen? Eine Feuerwache gibt es auch, wenn mal Feuer ist. Ne? Ist gerade nicht. Ja. Krankenstation, wo man mal krank ist gerade keiner. Ja, eine Knastzelle gibt es auch, wenn sich einer daneben benimmt. Macht gerade keiner. Ja. Also man kann sich hier die Zeit durchaus vertreiben. Wenn man Lust hat, geht man halt mal in den Knast. Ja, aber Essen, wie gesagt, ist hervorragend. Riskant ist eigentlich nichts mehr an so einer Überfahrt, habe ich mir sagen lassen, über den Atlantik. Ne? Auch wenn das jetzt war, das wabbelt jetzt hier alles so ein bisschen. Ne? Aber ja, auf Eisberge gucken sie so ein bisschen, hat er mir gesagt, der Steuermann. Da habe ich gesagt, was Eisberge? Sagt er noch ein Thema heutzutage, ne? Mit der ganzen Sicherheit und ein Riesenpott und so. Ne? Und sagt er, you remember the Titanic? Ne? Sag, ja, das ist das Satire-Magazin, natürlich, super, guter Mann. Sagt er, ja, nee, ist immer noch eine Gefährdung. Und deshalb fahren wir hier nicht nur südlich um Grönland rum, im weitesten Sinne, sondern auch südlich an der wie heißt es, Iceline entlang. Die ist ja hinten irgendwo ab, da können dann Eisberge möglich sein, hier nicht. Also wir reden jetzt nicht von gemischten Eis mit Sahne, sondern von den großen, hässlichen Eisbergen, die das Boot kaputt kloppen, wenn man dagegen rumst. Und das wollen natürlich alle vermeiden hier. Ne? Passen alle gut drauf auf. Das Schiff ist quasi neu. Und ja, ich glaube 3 Jahre alt oder so. Also war recht schön. Also macht Spaß hier rumzudümpeln. Wir sind auf dem Weg nach Liverpool. Da sind es irgendwie noch, ja, so 3, 4 Tage, was? Ich glaube 5 Tage. Ja.
ruhige See bleibt uns hoffentlich gewogen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, im Nordatlantik kann das einzige richtig werden, was dann so den Spaß verdirbt. Das Mistwetter, ne, die Stürme, ja, haben sie gemeint. Da können die Wellen schon mal so 18 Meter hoch werden, 18, 20 Meter. Nur so zur Info, wir sind jetzt hier auf, ich glaube, 28, 29 Meter über dem Wasserlevel. Wie ich mir jetzt vorstelle, das Wasser schwabbelt jetzt hier rüber, so richtig. Also wird schon beängstigend, ja, und dann pennt auch keiner, haben sie auch gemeint, da kannst du hier kein Auge zumachen, weil das rattert und kracht die ganze Zeit dann, ja, und da hat also keiner so richtig Bock drauf, aber bitte, dafür gibt es keine Piraterie, ne, im Nordatlantik, ja, alles ganz safe, soweit, ne? Also eine schöne Überfahrt hier und ja, damit entlasse ich euch jetzt in die Weiten des Nordatlantiks. Ein paar Tage sind wir in Liverpool, wie gesagt, danach geht es dann weiter und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann wahrscheinlich in, aus, um Hamburg, ja. Und bis dahin sage ich Ahoi und bis zum nächsten Mal. Tschö.